Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute ist Tag 145. Wahnsinn, schon Tag 145, wie die Zeit vergeht, oder? Absolut. Und unser großes Thema der heutigen Folge lautet Innovationen und Zukunft. Ein wirklich super spannendes Thema für unseren Alltag. Das finde ich auch. Und wir haben natürlich ein klares Ziel für diese Folge. Wir werden heute gemeinsam mit euch 15 wichtige Wörter für den Alltag lernen. Genau. Diese Wörter helfen euch dann eben dabei, über neue Ideen und moderne Technik auf Deutsch zu sprechen. Richtig. Aber bevor wir tief in das Thema eintauchen, gibt es hier noch den wichtigen Lerntipp. Hört gut zu und achtet auf Aussprache und Rhythmus der Sprache. Das ist halt extrem wichtig, um ein Gefühl für das Deutsche zu bekommen. Absolut. Und noch eine kleine Ankündigung. Bleibt unbedingt bis zum Ende dieser Folge, denn dort hört ihr unsere Mini-Story. Oh ja, die Mini-Story wird heute richtig toll. Gut, lass uns direkt starten, würde ich sagen. Wenn man sich mal anschaut, wie schnell sich unser Alltag verändert. Ja, fast täglich quasi. Eben. Dann sprechen wir heute ja nicht mehr nur über etwas schnellere Computer oder so. Wir sprechen über Technik, die unser Leben komplett auf den Kopf stellt. Absolut. Früher haben wir Maschinen ja genau gesagt, was sie tun sollen. Also so nach dem Motto, mach dies, mach das. Genau. Klassische Programme eben. Aber heute haben wir Systeme, die selber denken. Und da sind wir schon bei unserem ersten wichtigen Wort für heute, die künstliche Intelligenz. Auf Englisch sagt man dazu Artificial Intelligence. Richtig, oft sagt man im Deutschen auch einfach nur kurz KI. Genau. Und die künstliche Intelligenz, das sind einfach Computerprogramme, die menschliche Intelligenz nachahmen. Ja, zum Beispiel in der Medizin. Die KI wird bald Diagnosen von Krankheiten extrem verändern. Und das ist wirklich unglaublich. Diese Entwicklung bringt uns direkt zum zweiten Wort, nämlich revolutionär. Auf Englisch revolutionary, oder? Ganz genau. Wir erklären das mal. Wenn etwas revolutionär ist, dann bedeutet das, dass es alles bisher Dagewesene radikal verändert. Also nicht nur eine kleine Verbesserung, sondern etwas völlig Neues. Richtig. Denk mal an den Buchdruck damals. Oh ja. Oder um in der Neuzeit zu bleiben, als das erste Smartphone auf den Markt kam. Ein normales Handy war ja schon super praktisch. Aber das Smartphone, das war eben revolutionär. Absolut. Weil es auf einmal eine Kamera, ein Kalender und ein Computer gleichzeitig war. Genau. Und vor allem war es extrem effizient. Und das ist unser drittes Wort, effizient. Auf Englisch efficient. Ja, efficient. Wie erklären wir das am besten auf ein B1-Niveau? Naja, effizient bedeutet, dass man mit ganz wenig Aufwand ein wirklich hohes Ziel erreicht. Also man spart Zeit und Energie. Ah, okay. Und das Smartphone war ja so effizient, weil es so viele Aufgaben unseres Alltags einfach abgenommen hat. Also es hat sie quasi Übernommen, genau. Da sind wir bei Wort Nummer 4. Übernehmen. auf Englisch to take over. Richtig. Richtig, to take over. Und hier ist ganz wichtig für euch, die Perfektform lautet hat übernommen. Hat übernommen. Das heißt, man bekommt die Kontrolle oder die Verantwortung für etwas. Ganz genau. Das Smartphone hat zum Beispiel die Organisation unserer Termine übernommen. Ja, das stimmt. Aber sag mal, glaubst du, dass die künstliche Intelligenz uns den Alltag bald wirklich komplett abnimmt? Oder müssen wir da doch noch die Kontrolle behalten? Also das ist eine extrem wichtige Frage. Denn jede neue Technologie bringt natürlich große Chancen, aber eben auch Risiken mit sich. Das ist wahr. Man kann das nicht nur positiv sehen. Genau. Und damit kommen wir zu der großen Hoffnung, die viele haben. Das ist unser 5. Wort, der Wohlstand. Ah, der Wohlstand. Auf Englisch Prosperity. Ja. Der Wohlstand beschreibt einen Zustand, in dem es den Menschen finanziell und materiell richtig gut geht. Also wenn niemand mehr arm ist quasi. Richtig. Viele Tech-Entwickler sagen ja, dass künstliche Intelligenz zu einem weltweiten Wohlstand führen wird, weil alles billiger und schneller produziert wird. Das klingt natürlich erstmal super. Aber es gibt da eben auch eine andere Seite. Genau, die Medaille hat immer 2 Seiten. Eben, und das ist unser 6. Wort, die Bedrohung. Auf Englisch Threat. Ja, a threat. Eine Bedrohung ist eine Gefahr, die uns anzeigt, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Ganz genau. Und es ist ja kein Geheimnis, dass diese neuen Technologien auch eine Bedrohung sein können. Absolut. Viele Experten und Wissenschaftler haben ja vor autonomen Systemen gewarnt. Und das bringt uns zu Wort Nummer 7. Warnen. Auf Englisch to warn.
Und die Perfektform ist hier, hat gewarnt. Also auf eine Gefahr hinweisen? Richtig. Viele Wissenschaftler haben davor gewarnt, dass Maschinen außer Kontrolle geraten könnten. Ja, weil sie Dinge tun könnten, die wir nicht vorhersehen. Und das ist genau der Punkt. Alles ist noch so, unser 8. Wort, ungewiss. Ungewiss, genau. Auf Englisch uncertain. Ja, wenn etwas ungewiss ist, dann weiß man einfach überhaupt nicht, wie es am Ende ausgehen wird. Richtig. Die Zukunft der künstlichen Intelligenz ist absolut ungewiss. Aber sag mal, ist eine Zukunft, die so ungewiss ist, nicht automatisch auch eine Bedrohung für unsere heutige Sicherheit? Das könnte man meinen, ja? Aber ich finde, wir müssen das etwas ruhiger einordnen. Ungewissheit bedeutet ja im Grunde einfach nur, dass nichts festgeschrieben ist. Ach so, du meinst, wir können noch eingreifen? Ganz genau. Wir können die Zukunft noch selbst gestalten. Die Technik ist ja kein Schicksal, das einfach so passiert. Das ist eigentlich ein sehr tröstlicher Gedanke. Wir haben es noch in der Hand. Absolut. Bevor wir gleich besprechen, wer genau diese Zukunft in der Hand hat, habe ich hier noch einen wichtigen Hinweis. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Ja, das würde uns wirklich sehr unterstützen und helfen, den Podcast weiterzumachen. Genau, vielen Dank dafür. So, lass uns weitermachen. Wenn die Zukunft noch gestaltbar ist, dann stellt sich doch für mich die direkte Frage, wer steuert denn eigentlich diese Entwicklung? Ja, das ist die große Frage nach der Kontrolle. Und hier kommen wir zu Wort Nummer 9, die Übermacht. Die Übermacht, auf Englisch Dominance. Genau. Eine Übermacht ist eine so große, gewaltige Kraft, dass man sich kaum wehren kann. Man ist dieser Kraft quasi unterlegen. Richtig. Und viele Leute haben Angst, dass große Technologiekonzerne oder eben Algorithmen eine Übermacht entwickeln. Naja, das ist ja gar nicht so weit weg. Denk mal an den Alltag. Wir müssen schauen, dass wir diese Algorithmen überhaupt noch, Wort Nummer 10, beherrschen. Beherrschen, ja. Auf Englisch to master. Und im Perfekt lautet das, hat beherrscht. Hat beherrscht, also die volle Kontrolle haben oder eine Technik perfekt anwenden. Ganz genau. Der Mensch hat ja das Feuer beherrscht oder die Elektrizität beherrscht. Aber einen Algorithmus zu beherrschen, ist viel schwerer, oder? Oh ja, weil der Algorithmus eben mitdenkt und sich anpasst. Und er reagiert auf uns. Algorithmen haben ja schon heute unseren Medienkonsum total unser 11. Wort beeinflusst. Richtig, beeinflussen. Auf Englisch to influence und die Perfektform ist, ganz wichtig, hat beeinflusst. Hat beeinflusst. Das heißt, auf jemanden oder auf etwas eine Wirkung ausüben. Genau. Die sozialen Netzwerke haben in den letzten Jahren extrem beeinflusst, was wir lesen oder wie wir denken. Eben. Die Algorithmen entscheiden ja quasi, ob wir ein lustiges Katzenvideo sehen oder eine wütende Nachricht. Und da frage ich mich echt, können wir als Menschen eine Technologie überhaupt noch beherrschen, wenn sie fast schon eine Übermacht über unseren Alltag hat? Das ist eine sehr kritische und gute Frage. Brauchen wir dann nicht sofort ethische Regeln? Absolut, wir brauchen ethische Regeln. Und das ist perfekt, denn das ist unser 12. Wort, ethisch. Ethisch. Auf Englisch ethical. Ja, ethisch betrifft immer die große Frage nach Gut und Böse, nach Moral. Also was richtig ist und was falsch ist. Genau. Wir müssen ethische Leitlinien haben. Wir müssen der Technik quasi beibringen, was gut und was böse ist. Das stelle ich mir aber extrem schwierig vor, Moral in Mathematik zu übersetzen. Es ist die größte Herausforderung unserer Zeit, aber es ist notwendig, damit die Technik uns dient und nicht umgekehrt. Okay, also wenn wir mal annehmen, dass wir diese ethischen Regeln wirklich haben, was ist dann eigentlich das große Endziel all dieser Innovationen? Das Endziel sollte unser 13. Wort sein, nämlich friedlich. Auf Englisch peaceful. Ja, friedlich bedeutet, dass alle ohne Gewalt und in Ruhe zusammenleben. Also kein Streit, keine Kriege. Genau. Technologie kann uns helfen, Ressourcen besser zu verteilen, damit alle genug haben und wir alle friedlich leben können. Das ist ein toller Gedanke. Und wir wollen ja unsere Erde nicht nur ausbeuten, sondern wir wollen sie für die nächste Generation, Wort Nummer 14, bewahren. Bewahren. Sehr gut. Auf Englisch to preserve. Und wie lautet hier die Perfektform? Die lautet, hat bewahrt. Das bedeutet etwas sehr Wichtiges, wie unsere Umwelt oder eben den Frieden zu schützen und zu erhalten. Ja, das ergibt Sinn. Und weißt du, ich bin da irgendwie optimistisch. Stellt euch mal vor, Technologie muss nicht nur effizient sein, sondern sie kann uns Menschen wirklich tief verbinden. Oh, wie meinst du das? Hast du da ein Beispiel?
Ja, stellt euch vor, es gibt Übersetzungsprogramme, die nicht nur Worte übersetzen, sondern auch Gefühle und den kulturellen Kontext. Die könnten uns helfen, alte Konflikte zu lösen. Ah, ich verstehe. Ja, denn gute Kommunikation ist doch die Basis für unser letztes Wort heute, die Versöhnung. Richtig, Wort Nummer 15, die Versöhnung. Auf Englisch Reconciliation. Genau. Die Versöhnung ist dieser lange Prozess, bei dem Feinde wieder Frieden schließen und sich verzeihen. Das ist ein wunderschöner Gedanke. Dass uns Technologie bei der Versöhnung helfen kann, um unsere Welt friedlich zu bewahren. Ja, finde ich auch. Und das war doch eigentlich ein wunderbares Schlusswort für unseren Lernteil, oder? Definitiv. Wir haben jetzt alle 15 Wörter besprochen und genau erklärt. Aber, wie wir euch am Anfang versprochen haben, bringen wir das Ganze jetzt nochmal in den direkten Alltag. Ganz genau. Wir kommen jetzt zu unserer Mini-Story. Ja, und diese Story dauert ungefähr so 90 bis 120 Sekunden. Wir haben uns nämlich überlegt, wir spielen euch einen kleinen Dialog zwischen zwei Freunden vor. Genau, zwei Freunde, die im Café sitzen und über eine neue Erfindung sprechen. Eine smarte Lernsoftware, die sie planen. Und eure Aufgabe, liebe Zuhörer, ist es jetzt ganz genau hinzuhören. Richtig. In dieser Story kommen nämlich alle 15 Wörter noch einmal vor. Und achtet auch darauf, dass wir versuchen, die Wörter so logisch und natürlich wie möglich in dieses Alltagsgespräch einzubauen, inklusive der Perfektformen. Okay, bist du bereit für unsere kleinen Rollen? Ja, ich bin bereit. Lass uns loslegen. Hey, hast du schon die Neuigkeiten über unsere geplante App gelesen? Das Programm nutzt ja wirklich die künstliche Intelligenz, um für jeden Schüler individuelle Übungen zu erstellen. Ja, ich habe mir das gestern noch mal genau angeschaut. Das Konzept ist absolut revolutionär. Stell dir mal vor, wie viel Zeit die Lehrer damit sparen. Das ist so effizient. Absolut. Aber ich habe mich gefragt, ob die App am Ende nicht vielleicht den kompletten Unterricht übernommen hat. Also ob der Lehrer überhaupt noch etwas machen muss. Naja, das wäre doch großartig, wenn die Technik die Kontrolle übernommen hat. Das bringt uns doch echten Wohlstand, weil Bildung für alle viel zugänglicher und billiger wird. Ich weiß nicht. Irgendwie sehe ich das auch als die Bedrohung. Echt? Wieso das denn? Naja, ein Professor an der Uni hat uns neulich erst genau vor solchen automatischen Systemen gewarnt. Er hat davor gewarnt, dass die Schüler dann verlernen, selbst zu denken. Ach Quatsch. Aber gut, es ist natürlich noch sehr ungewiss, wie sich das am Ende auf die Noten auswirkt. Wir wissen das halt noch nicht. Genau. Mich stört einfach diese Übermacht der Software. Ich will, dass der Schüler seinen eigenen Lernprozess noch beherrscht hat und nicht nur auf den Bildschirm klickt. Ich verstehe, was du meinst. Bisher hat uns das System ja wirklich stark beeinflusst. Es hat quasi beeinflusst, in welchem Tempo wir lernen. Es ist fast schon eine ethische Frage, oder? Darf eine App entscheiden, wann ein Kind Pausen macht? Richtig, das ist hochgradig ethisch. Wir wollen doch, dass das Lernen an den Schulen friedlich bleibt und kein Stress für die Kinder entsteht. Da stimme ich dir zu. Wir müssen die menschliche Neugier unbedingt bewahren. Die echte Interaktion im Klassenzimmer hat die Kinder ja bisher immer vor der totalen Isolation bewahrt. Ganz genau. Weißt du was? Vielleicht ist unsere App am Ende einfach die Versöhnung zwischen moderner Technik und traditionellem Unterricht. Ein gutes Hilfsmittel, aber kein Ersatz für den Lehrer. Das klingt nach einem perfekten Plan für unsere Erfindung. So, und das war unsere Mini-Story aus dem Café. Wir hoffen, ihr konntet alle Wörter gut verstehen und auch im Kontext hören. Es ist immer wichtig, die Vokabeln im Zusammenhang zu lernen. Ganz genau. Und deshalb haben wir jetzt auch eine kleine Hausaufgabe für euch. Oh ja, die Hausaufgabe. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Das ist wirklich die beste Übung. Nehmt euch einfach 1 oder 2 Wörter wie revolutionär oder ungewiss und baut sie in einen eigenen Satz ein. Genau. Und wenn ihr schon mal da seid, abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Das hilft uns sehr, weiterhin solche Folgen für euch zu machen. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten. Absolut. Und morgen haben wir auch wieder etwas Tolles für euch. Morgen sprechen wir über ein wichtiges Thema: Gesellschaft und Verantwortung. Darauf freue ich mich schon sehr. Das passt ja auch perfekt zu dem, was wir heute über Ethik gelernt haben. Ja, das wird ein super interessanter Anschluss. Also, seid wieder mit dabei. Ich bin auf jeden Fall da. Perfekt. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.